Nike Superfly 9 jetzt im Test. Wir testen also heute den brandneuen Nike Air Zoom Mercurial Superfly 9. Was der Schuh drauf hat und ob er besser ist als der Superfly 8, das gibt es jetzt im Review. Viel Spaß dabei und let's go! Bevor wir zum Hauptfeature der sogenannten Air Zoom Sohle kommen, sprechen wir natürlich allgemein über diesen Fußballschuh. Zum einen fand Nike hier Inspiration bei den alten Römern, genauer gesagt bei den Sandalen der alten Römer. Klingt erstmal komisch, hat aber was hier mit der Struktur des Obermaterials zu tun, denn an den Stellen, wo man sich viel bewegt, hier zum Beispiel im Vorderfußbereich, ist das Ganze verstärkt, soll also quasi den Halt im Fußballschuh verbessern, und an den Stellen, wo man sich nicht so viel bewegt, ist das Ganze weicher und damit natürlich eine bessere Passform, einen besseren Komfort zu gewährleisten. Ob das Ganze funktioniert, schauen wir uns natürlich jetzt mal an, und zwar On-Feet. Dann schauen wir uns wie versprochen hier den Nike Superfly 9 mal On-Feet an, und ich muss sagen, so vom Design, weiße Schuh am Fuß sieht immer sehr, sehr geil aus. Das neue Vaporposit Plus Obermaterial und hier, wie gesagt, Flyknit im Sockenbereich. Das geht hier über, man kann es, glaube ich, ziemlich krass erkennen. Ich gehe so ein bisschen rein, da hat man einen richtigen Cut, wo dieses Vaporposit Plus zum Flyknit übergeht. Was die Passform angeht, kann man sagen, ist es ein bisschen mehr wie beim Nike Superfly 9 vom Obermaterial. Also dieses weiche, direkte, nicht so wie beim Superfly 8, da war das eher so ein bisschen synthetikmäßig. Wie immer natürlich einen engen, soliden Sitz, ist man bei der Nike Superfly-Reihe gewöhnt. Was aber seit dem Superfly 7 bzw. seit dem Superfly 8 der Fall ist, dass er jetzt nicht mehr so krass eng ist, sondern eher so von schmal bis leicht breiten Füßen bespielbar ist. Mit sehr breiten wird es schwierig, aber wie gesagt, mit leicht breiten kann man diesen Fußballschuh sogar tragen. Und ich muss sagen, das macht es natürlich attraktiver für mehr Fußtypen, ist aber nicht mehr so krass Nike Mercurial wie beispielsweise bei der 6er und 12er Reihe, also Vapor 12 und Superfly 6. Die Ferse macht auch eine sehr gute Figur, ist sehr angenehm. Die Sohle, wie gesagt, hier die neue Air Zoom Sohle, sieht auch sehr krass aus, kombiniert sich geil mit dem Schuh. Sieht sehr cool aus und am Fuß einen sehr guten Komfort, ein sehr angenehmes Tragegefühl. Also wie immer von Nike einen sehr, sehr guten Job gemacht. Kommen wir zum Vaporposit Plus Obermaterial, dem neuen Obermaterial des Nike Superfly 9. Wir haben hier ein Speedcage im Mittelfußbereich, sprich Wendigkeit ist hier die entscheidende Figur bei diesem Fußballschuh. Der Lockdown wirklich sehr, sehr gut, man fühlt sich sehr, sehr sicher, ist natürlich ein recht enger Sitz, macht aber auf dem Platz eine sehr, sehr gute Figur, und man ist natürlich wie immer beim Nike Superfly oder bei der Nike Mercurial Reihe gewöhnt, ein sehr, sehr direkter und sehr, sehr guter Touch, vor allem fürs Tempo-Tripling. Kommen wir, wie versprochen, zur Haupttechnologie, und das ist, wie im Namen schon steckt, die Air Zoom Sohle. Hat sich einiges verändert im Vergleich zum Nike Superfly 8. Zum einen keine Split Sole mehr, sondern wir haben hier vorne eine neue Stollenanordnung und die sogenannte Air Zoom Technologie. Was genau ist das? Wir haben quasi hier Lufteinschluss hier am Vorderfußbereich, was einfach helfen soll, nochmal explosionsartiger zu beschleunigen, explosionsartiger zu springen, sprich die Performance nochmal zu verbessern. Laut Nike auf jeden Fall ein krasses Update und soll diesen Fußballschuh zu dem machen, was er eigentlich ist. Und man muss tatsächlich sagen, das Ganze ist am Anfang relativ surreal. Es ist schwer zu erklären, wie es sich anfühlt. So ein bisschen, als hätte man ein Airbag unterm Fuß. Vor allem am Anfang muss man sich daran gewöhnen. Man spürt es sehr, sehr krass.
Vor allem beim Richtungswechsel oder beim Beschleunigen hat man eine gute Unterstützung, zumindest kommt es einem so vor. Auch der Komfort an sich und die Performance finde ich sehr gut. Man hat keine Druckstellen oder andere Probleme und auch der Halt auf dem Platz definitiv gegeben. Nichtsdestotrotz habe ich so ein bisschen mehr erwartet, weil Nike das Ganze als das Hauptfeature anpreist, sprich das, was den Fußballschuh ausmacht. Da muss ich sagen, habe ich mich dann doch relativ schnell dran gewöhnt. Auch wenn man hier auf jeden Fall eine Unterstützung hat, ist das Ganze nicht ganz so revolutionär, wie Nike das Ganze angibt, denn Beschleunigung ist natürlich auch bei den anderen Herstellern ein entscheidender Impuls. Nichtsdestotrotz bin ich mit dem Feature definitiv happy. Natürlich wollen wir uns auch die Optik vom neuen Nike Air Summicule Superfly 9 anschauen und das machen wir natürlich im klassischen Unboxing ohne Box, aber dass ihr seht, wie dieser Fußballschuh in der Hand aussieht und welche Besonderheiten es hier am Schuh gibt. Schauen wir uns also hier den neuen Nike Air Summicule an. Und zunächst natürlich zur Sohle, die sieht sehr, sehr geil aus. Hier am Vorderfußbereich, ihr seht es Airsum, das ist dieses Luftpolster hier eingearbeitet. Sieht sehr cool aus, haben eine Chromsohle. Hier hinten auch nochmal so ein kleines Logo untergebracht. Ansonsten haben wir hier ein großes Airsum-Logo, auch ganz klar noch hier im Micule untergebracht. Macht auf jeden Fall was her, sieht sehr cool aus. Und ich muss sagen, insgesamt weiße Fußballschuhe natürlich absolut mein Ding. Wir haben hier auch, man sieht es glaube ich relativ krass, den Cut vom Weber Posset Plus Obermaterial zum Flyknit Obermaterial. Das heißt hier ein relativ großer Cut. Hier steht auch Flyknit. Die Sohle ist quasi hier, die Socke ist hier quasi der Flyknit. Finde ich sehr angenehm. Kleines Airsum-Logo hier und natürlich auf der Innenseite auch nochmal hier dieses Air eingearbeitet. Finde ich, sieht sehr cool aus. Macht im Fußballschuh nochmal so ein kleines Highlight. Hier hinten haben wir nochmal einen kleinen Nike-Swoosh. Finde ich krass, dass es diesmal hier nicht klassischen Nike-Swoosh auf der Innen- oder Außenseite gibt. Was aber klassisch ist, ist hier natürlich ein Micule-Logo. Das gibt es eigentlich bei jedem Superfly. Aber wie gesagt, kein großer Nike-Swoosh, sondern nur hier im Vorderfußbereich. Das ist auf jeden Fall sehr speziell. Auch wenn man hier genau mal aufs Obermaterial achtet, das sieht sehr, sehr krass aus. Es ist sehr, sehr weich. Also da muss man sich keine Sorgen machen wegen der Einlaufphase und kann erkennen, dass hier auch so eine kleine Grip-Struktur ist. Soll den Grip verbessern, muss ich aber ehrlich sagen, habe ich so in der Testphase nicht krass gespürt. Kein Vor- oder Nachteil, aber insgesamt die Ballkontrolle natürlich hervorragend in diesem Fußballschuh. Auch die Schnürung hat hier so ein paar kleine Details, so reflektierende Details eingearbeitet, macht natürlich das Ganze noch ein bisschen spezieller, aber insgesamt ein sehr starker Fußballschuh. Von mir gibt es 9,5 von 10 Punkten. Ich bin gespannt, was ihr zu diesem Fußballschuh in den Kommentaren dalässt. Kommen wir also mal zum Fazit zum Nike Superfly 9. Ich habe natürlich große Erwartungen gehabt, weil ich ein riesen Fan der Nike Micule-Reihe bin. Und ich muss sagen, Nike hat es mal wieder geschafft, einen sehr, sehr guten Fußballschuh zu liefern. Obermaterial wie immer bei der Nike Micule-Linie sehr, sehr direkt, sehr gutes Ballgefühl, vor allem wenn man ins Tempo-Dribbling geht. Die Passform an sich auch sehr solide, mehr eine Allzweckwaffe als bei den früheren Micule-Modellen der Fall war. Sprich nicht mehr so enger Sitz im Vergleich zum Nike Vapor 12 beispielsweise. Aber insgesamt ein guter Schritt nach vorne, auch wenn die letzten Superflies schon sehr, sehr gut waren, muss ich sagen, hier gibt es ein sehr gutes Ergebnis und diesen Fußballschuh kann ich ohne Probleme empfehlen. Das war es auch schon wieder zum Test zum Nike Superfly 9. Ich bin sehr gespannt, was ihr zum Schuh sagt. Gerne Feedback in den Kommentaren dalassen. Optisch auf jeden Fall eine Waffe und auch von der Performance absolut überzeugend, wie man es auch von Nike gewöhnt ist. Für mich einer der besten, vielleicht sogar der beste Fußballschuh für das Jahr 2022. Seid ihr anderer Meinung? Wenn ja, Feedback da lassen. Außerdem, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Das Ganze ist kostenlos, unterstützt meine Arbeit enorm. Unser Ziel, die 100.000 Abonnenten. Deswegen macht ordentlich Welle. Das war's zum heutigen Video. Bis dahin, macht's gut, bleibt sportlich, haut rein und ciao.